beste Tastatur, die ich jemals hatte. Wie so ein alter Verbrennungsmotor, wenig Ampere, aber eine recht hohe Spannung. Die Latenz, das ist schon so eine Sache, die erleichtert das Leben. Es kann tatsächlich wirklich alles. Das SM58 sieht genauso aus. Diese Millisekunden sind letztendlich dann entscheidend. Ah ja. Genau. Hallo, ich bin Stimming. Willkommen zurück zur zweiten Folge von unserer industriekritischen Demokratisierungsaktion von Electronic Beats TV. Ich möchte über die Hardware, die ich gekauft habe, reden. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, Laptop, Audiointerface, Controller und Mic. Und ich spreche jetzt über diese einzelnen Komponenten so ein bisschen, was so meine Erfahrung in dieser, ich glaube, ich habe insgesamt so 3 Monate an den beiden Stücken gearbeitet, immer so zwischendrin. Ich fange an mit dem Wichtigsten, dem Laptop. Die eierlegende Wollmilchsau unserer Generation. Das Gerät, was alles kann und nicht so wirklich effizient, aber es kann tatsächlich wirklich alles. Effizient fangen Handys an zu sein, was so den Stromverbrauch und so weiter angeht, auch Rechenleistung. Diese Teile hier sind wirklich sowas wie so ein alter Verbrennungsmotor. Die verbrauchen einfach unfassbar viel Strom, aber haben tatsächlich auch Power, um was gewuppt zu bekommen. Ich habe einfach nur online mal geschaut, was man denn so kauft, wenn man ein gebrauchtes Laptop kauft. Und die waren sich einig, dass man einen gebrauchtes Business-Notebook kauft. Da gibt es so 2, 3 Marken. Und eine, wahrscheinlich auch die bekannteste, ist die ThinkPad hier von Lenovo gekauft. Ich habe dann zu den eBay-Kleinanzeigenmarkt gescannt und gesehen, man kriegt die Dinger von 150 € aufwärts. Ich hatte bei 150 € ein komisches Gefühl und deswegen habe ich 230 bezahlt, weil ich noch einen zweiten Akku dazu bekommen habe, den ich jetzt gerade den hat irgendjemand weggelegt. Diese Akkus halten bei dem Teil ungefähr etwas über eine Stunde. Das heißt also, man ist tatsächlich ein bisschen mobil damit. Also der Motor in dem Gerät ist ein i5 aus der 4. Generation. Der darf sich 37 Watt genehmigen. Das ist also sozusagen ein auslaufendes Modell, aber eins, was trotzdem Leistung bringt. 37 Watt ist relativ viel. Eure Handys können sich so 5 bis 8 Watt oder so genehmigen. Daran erkennt man ein kleines bisschen bei den Prozessoren, wie viel Leistung die tatsächlich stemmen können. Der Bildschirm ist totaler Schrott. Der hat mich richtig genervt. Wenn ich den Bildschirm so ein bisschen neige, ja, seht ihr, dass die Blickwinkelstabilität wirklich absolute Grütze ist. Das Teil ist nicht mal Full HD, sondern hat so eine 1300er Auflösung, 1300 x 700 bla bla bla. Das heißt, es ist pixelig, es ist nicht blickwinkelstabil, es tut in den Augen weh. Dafür ist die Tastatur ein absoluter Traum. Das ist die beste Tastatur, die ich jemals hatte. Passt ja auch zu einem Business-Notebook. Alles in allem muss ich tatsächlich sagen, so als Arbeitstier ist es gar nicht schlecht, das Ding. Ach, natürlich. Das Wichtigste, was ist im Jahre 2021 immer noch eine Quelle unendlicher Freude? Natürlich die Windows-Updates. Und im Zuge eines solchen Updates ist mir nämlich auch die Festplatte abgeraucht. Dann blieb der Bildschirm einfach schwarz und ich hatte so einen Ladebalken. Und da habe ich halt 5 Stunden gewartet, weil ich dachte, naja, vielleicht dauert das ja ein kleines bisschen länger. Und wurde ein bisschen nervös, weil es war 3 Tage jetzt vorm Dreh. Und ja, wir haben die ausgewechselt, hat auch nochmal 150 € gekostet, die Auswechslung. Er hat fairerweise auch noch die Daten von der alten gerettet, deswegen war es ein kleines bisschen teurer und dann eine neue auch reingebaut. Das ging dann auch ganz schnell, alles super. Das ist im Prinzip sowas wie so ein Golf 2, den man halt noch reparieren kann. Das kann man übrigens bei den Apple-Geräten nicht mehr ganz so einfach und es wird da auch ein bisschen teurer. Und auch da kann sowas passieren. So, das ist der Laptop. Dann das Audiointerface. Warum braucht man ein Audiointerface, wenn doch alle Laptops und Consumer-Geräte einen Audioausgang haben? Es hat 3 Gründe. Der erste, wichtigste Grund ist, in diesem Audiointerface ist ein Mikrofonvorverstärker eingebaut, der ein Kondensatormikrofon treiben kann. Die Kondensatormikrofone brauchen 48 Volt und da das Teil hier mit 5 Volt USB gepowert wird, ist dann also irgend so ein, ich weiß nicht, welches elektrotechnisches Bauteil das ist, aber so ein Upstepper, Upsampler, Spannungserhöher. Hat dann wenig Ampere, aber eine recht hohe Spannung auf 48 Volt, hochpowert. Und dann kann man ein Kondensatormikrofon darin betreiben. Das ist insofern wichtig, weil die Dinge halt viel, viel besser klingen als ein dynamisches. Die zweite Geschichte ist, die klingen eigentlich klingen solche Dinger besser als die intern. Das stimmt nur so halb. Wenn man sich ein Gerät kauft, wo der Hersteller halt nicht auch bei den Kleinigkeiten gespart hat, muss das nicht zwangsläufig sein, dass so ein Teil besser klingt. In dem Fall ist es so, der Ausgang hier klingt echt grausam. Also es macht einfach überhaupt keinen Spaß, da irgendwas zu machen. Da ist man sehr, sehr schnell genervt. Der Ausgang hier ist ganz okay, das klingt ganz gut. Und der dritte Grund, warum man ein Audiointerface will zur Musikproduktion, ist, dass diese Teile die Latenz verringern.
die der Computer braucht, um Audio zu berechnen. Das müsst ihr euch so vorstellen, der Computer bekommt irgendeine Form von Input und sei es, starte jetzt den Sequenzer und da braucht er eine gewisse Zeit für, um das umzusetzen. Da reden wir von Millisekunden. Aber diese Millisekunden sind letztendlich dann entscheidend, spätestens in dem Moment, wo ihr dann einen Controller spielt, also eine Klaviatur, um dann halt, wenn ihr eine Taste drückt, wollt ihr, dass in dem Moment dann auch der Klang kommt. Mit diesem Teil komme ich auf Latenzen, so nennt man das, von Roundtrip 10 Millisekunden. Das ist schon so, dass man da auf jeden Fall spielen kann mit. Ein Pianist wird es hören und wird auch genervt von 10 Millisekunden sein, aber der ist auch echt der Einzige. Alle anderen, es ist okay. Und bei der Latenz sind die internen Soundkarten wirklich ziemlich schlecht. Ich habe jetzt eine Steinberg UR12 gekauft. Das ist eigentlich ein ganz bekannter großer Softwarehersteller. Die haben diese Linie schon relativ lange. Das ist echt was sehr Solides. Es gibt, glaube ich, so 3 im gebraucht 50-Euro-Bereich. Und das ist also das, was vor 5 Jahren dann halt 150 gekostet hat oder 120. Da gibt es unbedingt das Focusrite Scarlett. Ich glaube, das ist die erste Variante, die ist nicht gut. Die MK2, die kann man kaufen. Die kosten aber jetzt schon 80 Euro. Und das war mir ein bisschen viel. Da war ich so ein Sparfuchs. Ich bin nicht positiv überrascht, aber es ist voll okay, was da rauskommt. Ganz seltsam ist, wenn ich die Phantomspeisung anschalte, also diesen Upstepper, der aus 5 Volt 48 macht, klingt das Ding total Grotte. Ja, es klingt scheiße. Also das Klangbild klappt sich so ein bisschen zusammen und wird irgendwie platt. Und das sind so Sachen, das hört man, unser Ohr ist da ein bisschen seltsam, ja, weil es sich einstellen kann auf verschiedene Gegebenheiten und wir das nicht so richtig kontrollieren können, sondern es passiert automatisch und deswegen ist es ganz schwer herauszufinden, was denn jetzt besser als das andere klingt. Was man aber merkt ist, es macht überhaupt keinen Bock. Es ist so ein richtiger Klang. Und das spürt man dann halt schon. Genauso wie bei einem sehr teuren Interface hat man das Gefühl, oh, man atmet gerade frische Luft. So, das ist das Interface. Ansonsten kauft euch ein Scarlett. Das da oder ein Scarlett. Vielleicht sind die Scarlett sogar ein kleines bisschen besser. Kann aber bei der neuen Generation noch anders sein. Ich will mir jetzt hier nicht lästern über dieses Teil. Aber dass das so schlecht klingt, wenn die Phantomspeisung an ist, ist schon ein bisschen seltsam. Dann haben wir den Controller. Der Controller, das ist ein ganz spannender Markt, weil es ein Plastikgussdruckverfahren-Markt ist, der in China halt einfach für einen Apfel und ein Ei gemacht wird. Das heißt, jede Firma ist da irgendwie drin. Ich habe jetzt nicht angefangen und wollte wissen, welche denn im 50-Euro-Gebrauchtssegment der beste Controller ist, weil dann hätte ich mir ja 10 Controller kaufen müssen und wir hätten einfach nur noch mehr Plastikschrott auf diesem noch sehr, sehr schönen Planeten. Ich habe mich einfach für die MPK Mini MK2 entschieden, weil es irgendwie so ein Angebot war, was ganz cool war. Es gibt halt in dieser Geräteklasse ganz viele Controller, die sowohl Knöpfe als auch Pads als auch Tasten haben. Das Teil hat sogar noch einen Arpeggiator an Bord. Und die Software, die ich dann verwende, Ableton, erkennt das Ding automatisch und mappt automatisch diese Buttons auf die Software, die man gerade angewählt hat. Sei es ein Plugin, sei es auch irgendwas anderes. Das ist schon so eine Sache, die erleichtert das Leben ungemein in der elektronischen Musikproduktion mit diesen komischen Laptop-Geräten hier. Es ist okay, ja, es ist echt okay, aber mehr auch nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann eines Morgens mal aufgewacht bin und dachte, oh, ich habe voll Bock, jetzt endlich mal wieder mit diesem Controller was zu spielen. So. Das ist so ein Mittel zum Zweck. Es kann schon sein, dass es da einen Controller gibt, der einem so ein bisschen das Gefühl gibt. Und das geht dann schon darum, also in dem Moment, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Bassdrum drauf habe, ja, wie fest muss ich denn drücken, dass er reagiert? Überhaupt, wie gut reagiert er denn generell? Wie gut reagieren die Tasten? Fühlt sich das Ganze so ein bisschen wabbelig an. Wenn ihr das hier seht, so, dieser Knopf, der wackelt ja so ein bisschen. Ja? Und das ist so, jedes Mal, wenn ich halt diese Knöpfe anfasse, denke ich, naja, wackelt halt auch irgendwie ein bisschen. Ich mache es relativ lange jetzt schon, dieses Musikmachen da. Und da fällt mir auf, dass es gibt so gewisse Punkte, an denen es keinen Sinn macht zu sparen, weil man einfach keine Lust hat dann. Man hat da keine Lust drauf. Man hat nicht so richtig Lust, einen wobbeligen Knopf oder sich zu merken, was dieser wobbelige Knopf jetzt hier in der Software dann kontrolliert. So. Andere Hersteller von Controllern wären zum Beispiel Korg oder Nektar oder Alesis oder M-Audio. Also es ist total krass, wer alles dieses Plastikzeug verkauft. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der tatsächlich ganz cool ist. Dann braucht man eigentlich nur noch ein Mikrofon. Wenn ihr jetzt nach einem Mikrofon sucht, dann gibt man dann ein Best Microphone for under 100 Euro oder Best Cheap Microphones und da gibt's 50 Listen online und in allen diesen Listen taucht als günstigstes gutes Kondensatormikrofon dieses MXL 990 auf. Das habe ich für 56 Euro, glaube ich, gekauft. Das ist ein Kondensatormikrofon der Firma Marshall, glaube ich. Ich glaube, das ist deren Billigmarke, also egal, das ist, glaube ich, Marshall, ja, dieser Amp-Hersteller. Ja, das ist ein
Kondensatormikrofon. Ihr braucht, wenn ihr eine Stimme aufnehmen wollt, ein Kondensatormikrofon und nicht so ein dynamisches Mikrofon, das ist jetzt ein SM57, das ist so der Klassiker, der ist in jedem Studio in dieser Welt, ist der zu Hause. Mit dem kann man so ein paar Sachen ganz toll machen. Stimme aufnehmen zähle ich jetzt nicht dazu. Das SM58 sieht genauso aus, hat aber noch eine Eiskugel oben drauf. Wird viel benutzt. Man muss aber im Nachhinein dann echt viel Höhen reindrehen, ein bisschen das Mumpfige rausnehmen und so, damit es nach was klingt. Das hier klingt von sich aus schon relativ gut. Die Membran, die hier drin ist, die ist sowas wie die Fotozelle in einer Kamera oder in eurem Handy. Und die Hersteller, die geben ja immer an mit den Pixelgrößen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und da ist das Großmembran halt sowas wie so ein Vollformatsensor. Ja? Also einfach ganz viel Fläche, die Luftdruckschwankungen aufnehmen kann, weil das ist das, was ein Mikrofon macht. Es übersetzt Luftdruckschwankungen in Strom. Was ich jetzt gerne euch kurz zeigen möchte, den Unterschied, den Mikrofone machen können. Einfach bauartbedingt und ein bisschen preisbedingt. Wir fangen an mit dem, jetzt hier dieses MXL, wenn ich jetzt hier reinspreche und ihr hört jetzt nur den Klang von dem Mikrofon, nicht von dem kleinen, was ich hier anhabe, was ihr sonst ihr hört jetzt jetzt hört ihr zum Beispiel nur den Klang von dem Mikrofon, in das ich halt hier relativ nah reinspreche. Ihr hört da so eine Art Nahbesprechungseffekt, der immer, je näher man rankommt, desto sonorer wird diese Stimme. Könnte sein, dass sie das im Radio die ganze Zeit machen, weil sie dann einfach so wahnsinnig toll klingen. Der Unterschied zwischen der Stimme und dem Mikrofon, in das ich jetzt normalerweise spreche, ist auch schon relativ groß. Ja? Und jetzt würde ich euch aber ganz gerne zeigen, wie die Stimme in dieses Mikrofon klingt und was denn passiert, wenn ich in ein sehr teures Mikrofon reinspreche, und zwar ein Neumann U87. Das kostet 2.400 €. Das habe ich mir letztes Jahr gekauft in einem Übermut und das sieht so aus. Ich finde, man sieht das schon auch jetzt rein so von der Anmutung her einen Unterschied, aber die Membran wird ungefähr gleich groß sein. Ja? Also das hier kostet 900, das kostet 2.400, 2.400, also 24 mal so viel. Ach du meine Güte, ich stöpsel das mal kurz um. Immer Phantomspeisung aus, vorher. Nicht, dass die einen Schreck kriegen, die armen Mikrofone. Will ja nicht direkt gleich angebrüllt werden, ne? So, kommt jetzt schon was? 1, 1, 1. Ah ja. Genau. Und so klingt halt das U87, wenn ich da sehr nah rangehe. Ich würde schon sagen, dass jetzt auf meinen Kopfhörer würde ich auch sagen, das klingt schon eine ganze Ecke intimer irgendwie. Ach, was klinge ich aber auch gut. Könnte es sein, dass ich mich ganz gerne reden höre? Naja, wie auch immer. Das ist auf jeden Fall jetzt das 2.400 € Mic. Und vor allen Dingen in den Höhen oder meine Lippengeräusche oder das ist schon krass, wie viel mehr man da hört. Aber es ist jetzt auch nicht ganz plötzlich eine völlig andere Welt. So. Wohingegen dieser Studio-Standard, das SM57, da gibt es dann noch das Teil, was wie eine Eiskugel aussieht, mit Waffel unten. Das SM58 ist im Prinzip das gleiche Mic. Das klingt so, da brauchen wir keine Phantomspeisung. Ja, da brauchen wir keine Phantomspeisung, sondern es ist einfach ein total mumpfiges, enges, das ist halt so ein Signal, so ein Mikrofonsignal. Findet ihr, das klingt besonders gut oder so? Ich weiß nicht. Das ist hier so ein Studio-Standard, den kann man über eine Snare-Drum hängen und dann klingt die Snare so, wie sie klingen soll. Und ich glaube, wenn man jetzt Rockmusik macht, kann man dieses Mikrofon hier sehr anbrüllen, ohne dass es irgendwie große Probleme macht. Wobei man kann natürlich auch ein bisschen hier rangehen. Ja, das ist also der Standard der dynamischen Mikrofone. Gibt es auch noch in etwas bessere Qualität. Das heißt dann SM7 zum Beispiel von Shure. Das gibt von Electro Voice, das RE20. Aber ich glaube, ihr versteht, warum ihr auf jeden Fall einen Kondensator kaufen solltet. Eine Sache, die ihr auch noch dringend braucht, ist natürlich ein Kopfhörer oder ein In-Ear oder Lautsprecher. Klingt jetzt banal, aber ich möchte es trotzdem mal gesagt haben, das, was man jetzt technisch macht in der Musikproduktion, ist auf dem Laptop ein kodiertes Signal erstellen, also Nuller und Einser. Diese Kodierung entspricht einer analogen Schwingung, die eigentlich elektronisch da ist, also als Stromschwingung. Das heißt, man sendet das kodierte Signal durch das Interface, wird es gewandelt in eine Stromschwingung, die dann analog ist zu der Schwingung des Luftdrucks. Und dieses Audio-Interface schickt es entweder über diese Cinch-Ausgänge hin zu Lautsprechern oder über den Kopfhörerausgang hier an den Kopfhörer. Und der wandelt es dann in Luftdruck um, über die Membran, die sich dann hin und her bewegt, so wie der Strom sie antreibt.
Und unsere Ohren wiederum nehmen dann die Luftdruckänderung wahr. Das ist so eine, wie soll ich sagen, so eine 3-Phasen-Wandlung. Und in jedem dieser Phasen gibt es natürlich dann große Unterschiede in der Qualität. Kopfhörer, ich möchte es einfach kurz sagen, das ist nochmal ein Thema für sich. Da kann man sich auch, wenn man Bock hat, richtig reinfuchsen und ganz viele Forenbeiträge und Meinungen hören. Für diejenigen, die von mir eine klare Aussage haben wollen, was für einen Kopfhörer sie sich kaufen sollen, wenn sie irgendwie Musik machen wollen, dann sage ich, kauft euch einen Beyerdynamic DT770. Wenn der euch nicht gefällt, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann könnt ihr diesen Sony MDR 7506 kaufen oder diesen Audio-Technica ATH M50. Ja, M50X sogar der hier. Also ich glaube, der Beyerdynamic ist der universellste, den sieht man auch am allermeisten. Ich mag den Klang von diesem Sony, der ist irgendwie so ein bisschen amerikanisch, so ein bisschen übertrieben, ein bisschen satter. Jetzt zisselt ein bisschen zu viel oben, hat ein bisschen zu viel Druck in den Bässen, ist nicht so neutral, aber es gefällt mir und ich kann ihn einsortieren. Der ist einfach ein sehr neutraler japanischer Vertreter. Ich persönlich mag In-Ears, weil man halt wahnsinnig präzise hören kann, weil der Weg, den die Membran zu dem Trommelfell nimmt, nochmal viel kleiner ist. Dementsprechend braucht man viel weniger Energie und die Bewegung, die die Membran ausführen muss, ist auch kleiner. Das heißt, es gibt viel weniger so künstliche Verzerrungen, die einfach mechanisch dadurch entstehen, dass die Membran sich hin und her bewegt. Und wenn man quasi damit klarkommt, dass ein Klang im Kopf drin ist, so wirklich, also dass die Mitte des Klanges im Stereobild in der Mitte des Kopfs innen drin ist, was nämlich das Seltsame an In-Ears, also generell an Kopfhörern oder In-Ears ist, nur bei In-Ears ist es halt nochmal stärker. Wenn man sich daran gewöhnt, ist es total super. Dann ist man näher an der Musik wie bei irgendwas anderem. Man hat natürlich nicht dieses Druckgefühl von Lautsprechern und so. Ich komme mit In-Ears sehr gut klar. Ein Modell, was ihr euch kaufen könnt, ist der IE40 von Sennheiser. Ich habe jetzt den IE400. Der klingt ein bisschen feiner aufgelöst. Alles, was ich jetzt genannt habe, ist in so im 100-Euro-Bereich, wenn ihr das neu kauft. Ich würde einen Lautsprecher neu kaufen. Es ist aber Geschmackssache. Weil das Thema so sehr auf Geschmackssache basiert, habe ich jetzt diese 4 Tipps quasi gegeben und dann ist das Thema eigentlich auch durch für mich. Da müsst ihr euch selbst drum kümmern.